Es gibt viele Menschen, so wie ich zum Beispiel, die nicht im Parterre wohnen oder die keinen eigenen Garten haben und trotzdem gerne würden eigenes Gemüse und frische Kräuter haben. Wie man das auf einem Balkon umsetzen kann und was man dabei beachten muss, das zeige ich dir heute. Wenn du das erste Mal deinen Balkon möchtest bepflanzen, sind ein paar Sachen, die du beachten musst. Zum Beispiel die Hausordnung. Dort steht je nachdem drin, was du darfst, was du nicht darfst. In der Regel ist es so, dass man gegen aussen hängende Sachen, dass die nicht gestattet sind und sämtliche Sachen, die irgendwie den Balkon beschädigen, sind normalerweise in einer Mietswohnung auch nicht erlaubt. Da gibt es eigentlich zwei Möglichkeiten, wie du deinen Balkon zu einem Garten umfunktionieren kannst. Einerseits sind das so Balkonkistchen, die du an die Brüstung hängen kannst, und andererseits sind es natürlich auch Töpfe. Unter Umständen hat es vielleicht auf deinem Balkon auch schon irgendwelche Pflanztröge, die du für das nutzen kannst. Ich habe jetzt hier mal ganz grob meinen Balkon aufgezeichnet. Mit den Möglichkeiten, wo ich etwas pflanzen kann, einen sogenannten Pflanzplan. Der hilft dir ein bisschen, zum Mitteilen, was du überhaupt alles brauchst und wo du welche Pflanzen möchtest ansetzen. Ich habe eigentlich hier unten zwei Balkonkistchen, wo ich jeweils je zwei Pflanzen setzen. Ich habe hier einen grösseren Trog, wo ich dann Gurken rein tue, wo ich dann hier an der Wand aufziehen kann. Und da habe ich noch 3 Töpfe, wo ich dann Tomaten reinsetze. Das sind alles Sachen, die sich jetzt über die letzten Jahre sehr gut bewährt haben auf meinem Balkon. Wenn du das erste Mal machst, musst du vielleicht mal ein bisschen ausprobieren, welche Pflanzen gedeihen bei dir auf dem Balkon am besten. Als Pflanzzeitpunkt würde ich immer die Eisheiligen abwarten, weil gerade die neuen Setzlinge, die sind am Anfang noch sehr, sehr empfindlich und vertragen einfach keinen Frost. Bei mir sind jetzt die richtigen Pflanzgefäße schon vorhanden. Darum muss ich jetzt eigentlich nur noch Setzlinge posten und Erde kaufen. Und das machen wir jetzt als erstes miteinander. Wir haben jetzt unsere Pflänzchen gekauft und jetzt fangen wir mal an, eins ums andere einzupflanzen. Als erstes bepflanzen wir jetzt mal das Balkonkistchen bepflanzen. Es ist so, dass es hier ein deckter Balkon ist, das heisst, es regnet nie an. Darum tue ich jetzt in diesem Fall unten dran keine Drainageschicht rein. Unten tue ich einfach auf die Löcher 2 so Tonscherben drauf, damit uns die Erde nachher nicht unten rausfließt. In diesem Fall werden wir Kräutchen verwenden, darum nehme ich da auch eine Kräutererde und nachher da einfach anfangen mal auffüllen, bevor wir dann das Töpfchen einpflanzen. Das Ziel ist, dass unser Kistchen so ungefähr 1 bis 2 cm bis unter den Rand gefüllt ist mit Erde. Normalerweise ist es so, dass die Erde mit der Zeit noch ein bisschen zusammensacken tut. Das heisst, am Anfang darf es ruhig ein bisschen höher sein. Dann nehmen wir hier unseren Peterli. Und am einfachsten ist, wenn du den einfach so nimmst und Kopf überstülpen tust und ihn dann so zum Topf ausnimmst. Dann machen wir hier ein Loch, kleine Mulde und pflanzen den auf die gleiche Höhe, wie er vorher gewachsen ist oder wie er gezogen worden ist, ein. Und man kann die Erde ruhig auch ein bisschen fest drücken rund um den Peterli herum. Und auf der anderen Seite pflanzen wir dann den Schnittlauch einpflanzen. Auch den können wir nehmen, Kopf über, ein kleines Töpfchen andrücken. Und dann sehen wir eigentlich schon, wie viele Wurzeln das der überhaupt drin hat. Das Gleiche machen wir jetzt auch noch mit den Tomaten und mit den Gurken. Und oberflächlich können wir dann gerade auch noch ein bisschen Dünger einarbeiten. Wenn die Pflanzen gepflanzt sind, tun wir den Wurzelballen gut angießen. Das hilft einfach, damit sich die Erde besser um den Wurzelballen verteilen tut. Mittlerweile sind gute 2 Monate vergangen und aus meinem Balkon ist schon ein richtiger Dschungel geworden. Die ersten Gurken konnte ich bereits ernten und auch die Tomaten, die sind mittlerweile die ersten reif. Und was gibt es Besseres, als selber angebaute Tomaten zu essen? Es hängen eigentlich noch diverse Gurken da hinten in den Blättern und wenn ich so da rauf schaue, dann hat es da oben noch ganz viele Tomaten und ich werde irgendwann fast sogar ein bisschen zu viel haben. Und das eigentlich auf so einer kleinen Fläche. Ich hoffe, ich kann dich mit dem Video ein bisschen inspirieren, auch deinen Balkon mit einem schönen Garten zu füllen.
Und schreibt mir doch mal unten in die Kommentare, was daraus geworden ist. Würde mich sehr wundern. Und manchmal braucht es auch im ersten Jahr ein bisschen. Weil wenn du Setzling hast, Gurken sind reif und es macht einfach nur Spass. Das ist blöd.